Hallo, ich bin Philipp Wilczek, Assistenzarzt für Allgemeinmedizin. Heute will ich Ihnen etwas über die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz gesagt FSME, erzählen. Bei FSME handelt es sich um eine Viruserkrankung, die durch den Stich infizierter Zecken auf den Menschen übertragen wird. Was sind eigentlich Zecken? Zecken, das sind kleine, blutsaugende Parasiten, die vor allem in dichten Laubwäldern mit üppigem Unterholz vorkommen. In der Schweiz kommen sie sogar bis zu einer Höhe von 1500 bis 2000 Meter über dem Meer vor. Aktiv sind Zecken von April bis November. Neben unangenehmen Begleiterscheinungen, wie vor allem Juckreiz und Hautrötung, können Zecken auch gefährliche Krankheiten wie FSME, unser heutiges Thema, und Borreliose übertragen. Das Infektionsrisiko mit FSME ist gering, denn nur etwa 1% aller Zecken sind mit dem Virus infiziert. Dennoch besteht ein gewisses Risiko. Die meisten Infektionen verlaufen asymptomatisch oder ähneln einer milden Grippe. In schweren Fällen kann jedoch der Virus das zentrale Nervensystem befallen und zum Beispiel zu einer Hirnhautentzündung oder sogar zu einer Entzündung des Gehirns führen. Symptome einer schweren FSME-Infektion sind unter anderem Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinsstörung bis hin zu Lähmungserscheinungen. Diese können Wochen bis Monate andauern. In seltenen Fällen kann es auch zu Langzeitfolgen kommen. Und in 1% der Fälle kann die Erkrankung auch zum Tod führen. Die Behandlung von FSME besteht in der Linderung der Symptome, da es keine spezifische antivirale Therapie gibt. Umso wichtiger die Prävention vor FSME. Die beste Methode, um sich vor FSME zu schützen, ist das Vermeiden von Zeckenstichen. Dabei helfen unter anderem das Tragen von langen Kleidungsstücken, das Verwenden von speziellen Insektenschutzmitteln gegen Zecken, das Absuchen von Körper und Kleidung nach Aufenthalt im Freien und nicht zuletzt das Meiden von hohem Gras und Unterholz, wo Zecken häufig vorkommen. Der wirksamste Schutz aber gegen FSME ist eine Impfung. In Gebieten mit hohem Infektionsrisiko, dazu gehören viele Regionen in der Schweiz, wird eine Impfung vor allem Personen, die in der Natur arbeiten oder Personen, die sich auch viel im Freien aufhalten, empfohlen. Fassen wir zusammen. FSME ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird. Obwohl die meisten Infektionen mild oder asymptomatisch verlaufen, kann es in einigen Fällen zu schweren Komplikationen führen. Eine effektive Prävention ist entscheidend, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann lassen Sie mir ein Like da.